Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Wir sind am Tauchspot Melasti. Da bin ich dann für 2 Tauchgänge mit der GoPro rein, denn hier in Tulamben spricht sich das ganz schnell rum, wenn etwas Besonderes entdeckt wurde, und einer der Guides hier aus der Region hat einen Rhinopia frondosa gefunden und wir haben ihn auch auf Anhieb in knapp 30 Metern Tauchtiefe gefunden. Rhinopias gehören zur Unterfamilie der Drachenköpfe und somit auch zur Hauptfamilie der Skorpionfische. Diese Art der Drachenköpfe kann mitunter sehr giftig sein. Die Giftstacheln dieses Exemplars befinden sich in der Rückenflosse sowie in den Brustflossen und der Afterflosse. Normalerweise sind ja die deutschen Bezeichnungen für Unterwasserlebewesen ziemlich langweilig, aber hier hatte mal jemand Spaß an der Namensgebung und deswegen trägt dieser Rhinopia hier den Beinamen Tentakelschluckspecht oder auch Tentakeldrachenkopf. Rhinopias sind darüber hinaus sehr farbvariabel und dieser hier trägt die Farbe Quietscheentchen gelb. Auch wenn diese Tiere sehr giftig sind, wurden bis jetzt keine Todesfälle dokumentiert, wahrscheinlich weil sie farblich sehr auffällig und gut zu sehen sind. Kein Tier ist von Grund auf böse und möchte euch töten, also immer Respektsabstand halten und dem Tier einen Fluchtweg ermöglichen. Ein wunderschönes, interessantes und auch sehr seltenes Tier, die man nicht alle Tage vor die Kamera bekommt. Nachdem ich dann eine ganze Weile in 30 Metern Wassertiefe verbracht habe, ging es dann auch zügig in gediegenere Wassertiefen, wo es natürlich auch wieder allerhand interessante Tierchen zu sehen gab. Ja, und wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich dann ein, sobald es noch etwas Interessantes zu berichten gibt. Also genießt weiterhin dieses Video. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
Und hier sehen wir eine wunderschöne Harlekin-Garnele mit ihrer bevorzugten Nahrung, einem Seestern, beziehungsweise einem Teil eines Seesterns. An diesem Tier kann man mal sehen, was die Natur zu leisten imstande ist. Diese Farbgebung und dieses Muster einfach nur wunderschön, ein wahres Kunstwerk der Evolution. Und eigentlich sind sie als Pärchen unterwegs, wobei die Pheromone des Weibchens entscheiden, wie eng die Bindung der beiden ist. Also je stärker und intensiver das Pheromon, umso inniger und fester ist die Beziehung der beiden. Und sie gehen auch zusammen auf die Jagd à la Bonnie und Clyde, machen dann Jagd auf Seesterne. Und um an die leckeren Innereien des Seesterns zu kommen, verkeilen sich die beiden mit ihren Scheren, um so einen längeren Hebelweg zu haben, um diese Seesterne auf den Rücken zu drehen. Und dann geht's dem Seestern an die Innereien und er wird von innen nach außen aufgefressen. Nicht sonderlich schön, aber so ist es nun mal in der Natur. Fressen und gefressen werden.
Der Rest des Tauchgangs sowie der zweite war eine absolute Schneckokalypse mit vielen verschiedenen Nacktschnecken sowie einigen interessanten und wunderschönen Krebstieren. Aber wie sollte es auch anders sein, es gibt auch mal wieder was Negatives, denn beim zweiten Tauchgang hat sich dann eine von meinen V-Fine-Lampen verabschiedet. Zuerst stand im Display der Lampe SOS, dann Hot und dann sprang die Überdrucksicherung raus. Ja, und danach ist die Lampe dann im wahrsten Sinne des Wortes vollgelaufen. Es ist doch immer wieder ärgerlich, wenn ein Teil der Technik versagt oder den Dienst quittiert, und wie sich später herausstellte, hatte der Akku einen Kurzschluss. Naja, nun muss ich die letzten Tauchgänge mit einer Lampe bestreiten, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Zum Glück habe ich eine sehr gute Technikversicherung und im Nachhinein gab es dann von V-Fine sogar noch einen Gutschein als Entschuldigung. So, das war's hier von zwei sehr schönen und interessanten Tauchgängen am Tauchspot Melasti. Für mich einer der besten Makro-Hotspots hier in Tulamben. Und hier ist wirklich jeder Tauchgang anders und immer wieder, Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, einfach nur geil. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was ich beim nächsten Tauchgang so alles vor die Linse bekommen habe, einfach nächsten Samstag wieder einschalten. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.